So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D und 3D Plattformer Game. Im vergangenen Abschnitt haben wir uns darum gekümmert, um unseren BP Switch 2D und BP Switch 3D. Die haben wir jeweils mit dem sogenannten Arrow, mit dem Pfeil ausgerichtet. Das heißt, es sind die Ausgangsrichtungen und hier beim 3D BP ist es die Eingangsrichtung. So, nochmal zur Erinnerung, es sollte alles so funktionieren bei dir wie bei mir. Das heißt, ich kann hier vorbeilaufen, ich kann aber auch Press E to Interact spielen und dann bin ich absolut frei beweglich und hier geht es automatisch wieder raus in der Parallelspur und hier kommen wir wieder rein und hier gehen wir wieder raus. So, gut, an dieser Stelle möchte ich jetzt noch etwas einführen. Ich hätte gern noch eine Art Camera Boom Rotation im 2D-Modus und das werden wir so ähnlich aufbauen wie unseren BP Switch 2D, nur wesentlich einfacher. Ich möchte einfach nur eine Rotation von der Kamera, sodass die Einstellung sich dementsprechend optisch verändert. So, ich gehe jetzt mal auf Blueprints und da haben wir unsere Switches drin, das ist unser 2D zum Beispiel und ich werde das Ganze jetzt nicht explizit noch in unseren Switch 2D mit integrieren, dann haben wir noch eine Variable, die wir übergeben über unser BPI, über unser sogenanntes Interface und dann wird es bei den Austrittspunkten ein bisschen komplexer mit der Definition meiner Meinung nach. Also ich werde hier eigene Blueprints erstellen oder besser gesagt ein eigenes Blueprint, um das Ganze einfach sauberer und übersichtlicher zu halten. Gut, und dazu gehen wir mal in unser BPI Dimension und werden einfach eine neue Funktion adden. Wenn es bei dir hier drüben steht, das unterscheidet sich manchmal so von der Ansicht, einfach auf Add und dann auf Function und die nennen wir jetzt einfach mal 2D und zwar einfach mal Camera Boom Rotation. Sprechen wir es einfach aus, dann wissen wir auch, was wir meinen, Camera Boom Rotation und dementsprechend wird hier noch eine Input-Variable erwartet, zumindest brauchen wir die, das heißt wir gehen bei Inputs auf Plus und das nennen wir jetzt einfach mal Camera Boom Rotation. Du kannst natürlich wieder ein Z dahinter machen, weil ich normalerweise nur mit der Z-Achse spiele, aber hier einfach mal Typ Float. So, das wird hier meine Geschichte Camera Boom Rotation vom Typ Float und der Inputs mit einer neuen Funktion 2D Camera Boom Rotation. Jetzt gehen wir mal auf Compile und dementsprechend werden wir uns mal ein neues Blueprint anlegen. So, rechte Maustaste, Blueprint-Klasse und wir nehmen einen Typ Actor. Gut, die Geschichte nennen wir jetzt einfach mal BP und dann Underscore und dann nennen wir das Ganze einfach mal BP Switch. Ich würde sagen auch wieder Switch, nennen wir es wieder Switch und dann machen wir einfach 2D und Boom. So, lange Wahl der Waffen, bis ich mich mal entschieden habe, wie ich es nenne. Mein BP Switch 2D Boom oder auch Camera Boom, je nachdem wie du Lust hast, das zu benennen. Gut, per Doppelklick können wir das Ganze natürlich öffnen. Ich klinke es jetzt auch mal hier oben ein und dann fange ich wieder an mit einem Billboard, also Add Billboard und da ist es auch schon und jetzt wähle ich oben wieder die Self an, dann habe ich nicht diese Hierarchie-Problematik, dass sich das immer untereinander einklingt, also hier oben kann ich sicherstellen, dass es unterhalb der Default Scene Root dann erscheint. So, und dann gehe ich nochmal auf Add und dann sage ich einfach mal Collision und dann nehmen wir eine Box Collision mit rein und die liegt an der Stelle dann auch schon passend parat. So, dann können wir mal kompilieren und dementsprechend gehen wir auf den Eventgraphen. Von den drei Geschichten können wir uns beruhigt mal trennen und dann wieder auf Compile und dann bei der Box wie üblich auf Add Event und Component Begin Overlap. So, jetzt kommt die normale Geschichte. Wir gehen ja nicht über Casting, sondern über die Tag-Geschichte. Das heißt einfach Actor has Tag und unser Tag heißt natürlich wie üblich Player mit großem P. So, dann haben wir das eine schon erledigt, dann eine Branch, die Taste B auf dem Keyboard, linke Maustaste und dann ersparen wir uns mal wieder die rechte und die Eingabe. Dann können wir auch den Branch direkt erzeugen über Shortcut und dann benötigen wir an der Stelle natürlich noch die Geschichte mit unserem das Object Implement Interface, also das Object Implement Interface und unser Interface ist unser BPI und zwar unser BPI Dimension, das wir ja gerade modifiziert haben. So, dann wieder Taste B auf dem Keyboard, linke Maustaste, wir machen wieder einen neuen Branch
und das Ganze wird hier sozusagen erstmal abgecheckt. So, gut, an dieser Stelle würde ich gerne eine Variable einführen, die heißt einfach mal Boom Rotation, das machen wir hier unten links auf Plus und die nennen wir einfach mal Boom Rotation. Du kannst sie natürlich auch Camera Boom Rotation Z nennen. So, Boom Rotation, ausnahmsweise wieder mal ohne Schreibfehler. Und das Ganze vom Typ Float und das machen wir hier an der Stelle auch Public. Also das Auge muss auf sein, damit wir das vorne wieder direkt im Viewport Detail bedienen und eingeben können. So, dann gehen wir auf Compile und diese Boom Rotation, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Da gehen wir mal rüber auf unseren Third Person, also Content, Third Person, Blueprint und BP Third Person einfach mal öffnen. So, dann in den Viewport und jetzt sehen wir hier, die Kamera ist hier drüben, das heißt der Camera Boom ist aktuell bei 89,999, warum auch immer. Gut, lassen wir es so bei 90 Grad eingestellt, also im positiven Bereich. Und wir stellen ja in unserer 2D-Funktionalität, in unserer Function, die Use Pan Control Rotation auf False. Das heißt, hier kommen wir aus der 3D-Welt und hier sind wir mit der Kamera wieder, oder mit dem Boom besser gesagt, frei beweglich. Die Kamera hängt ja unterhalb vom Boom. Es wäre jetzt sozusagen nicht wirklich günstig, die Kamera zu bewegen. Gut, und jetzt können wir uns das mal hier so vorstellen. Wir sind hier defaultmäßig auf 90 und das bedeutet, ich mache trotzdem mal kurz speichern, dass wir hier drin einfach unserer Boom Rotation, nach erfolgreichem Speichern sind wir hier drüben auch in der Lage, das einzugeben, dass wir hier einfach mal standardmäßig die 90 machen. Dann sind wir hier wieder so weit, wie wir vorher waren. Gut, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch übergeben und zwar an unser Interface und da ziehen wir einfach raus und dann sagen wir einfach 2D, wie hat man es geheißen, Kamera, genau, 2D Camera Boom Rotation und vom BPI Dimensions, da wollen wir einfach mal unsere Geschichte vom Interface, unsere Function aufrufen und natürlich der Other Actor ist an der Stelle wieder das Target. So, und jetzt kannst du es dir denken, Camera Boom Rotation ist dann natürlich unsere Boom Rotation hier, die defaultmäßig auf 90 steht. Das heißt, aktuell würde das ganze BP nichts verändern. So, dann haben wir das hier schon mal drüben eingereiht und jetzt müssen wir natürlich noch in unserem Third-Person-Character die Geschichte steuern und das werde ich immer in der zweidimensionalen Laufrichtung machen. Das bedeutet, da können wir ganz simpel uns einfach mal im Event-Graphen, ich gehe da mal rein, wir haben ja hier diese Event 2D und Event 3D und ich schiebe den 3D jetzt einfach mal ein bisschen runter. Das müssen wir auch noch kommentieren, sehe ich gerade. Das ist unser Event 2D Switch. Ja, das kommentieren wir uns gleich mal ein. Also wir rahmen ein Comment drüber. Das ist unser Event Interface 2D, meinetwegen Switch. So, das ist unser Event Interface 2D Switch. Farbe kannst du dir selber aussuchen. Und das hier wird sein unser Event 3 Interface, nennen wir es auch, ja, Event Interface 3D Switch. So, das ist unser Event Interface 3D Switch, weil es hat auch den Vorteil, dass man das im gesamten Paket so richtig schön verschieben kann. Und jetzt mache ich mir hier drin einfach ein ganz klein wenig Platz. Also hier haben wir einfach mal Event Interface 2D Switch in den Kommentar geschrieben und hier unten einfach Event Interface 3D Switch. So, und jetzt an der Stelle müsste unser Interface sich schon geupdatet haben. Das heißt, ich muss hier mal aufklappen links und jetzt habe ich hier meinen 2D Camera Boom Rotation, rechte Maustaste Implement Interface, geht glaube ich auch mit Doppelklick. Genau, dann ist es genauso da und dementsprechend schiebe ich das aber jetzt in den freien Platz, den ich mir ja da extra frei gemacht habe, dafür mal rein. So, und dann sind wir hier drin und jetzt wollen wir eigentlich nur diesen Camera Boom in der Rotation ändern. Das bedeutet, wir holen uns den Camera Boom raus, dann sagen wir an der Stelle Set World Rotation. Set World Rotation. So, dann sind wir schon soweit da. Dann können wir das Ganze verknüpfen und wir bekommen ja hier eine Float raus. Wir wollen ja nur in der Z-Achse rotieren. Das bedeutet, wir werden hier einfach mal splitten und dann dementsprechend das mit dem Z verbinden. So, jetzt wird sich jeder denken, warum setzen wir die anderen denn auf 0? Das ist überhaupt kein Problem, weil diese Geschichte hier vom Camera Boom
explizit sowieso in der Absolute Rotation auf 0,0 steht und auch da immer bleibt, selbst wenn wir natürlich dann diesen Geschichten fahren. Also wir haben die 0,0 ist sowieso vordefiniert, das heißt, da müssen wir nicht mit adden oder irgendwas mit World Rotation, sondern wir können hier ganz schlicht und einfach sagen Set und damit ist die Geschichte schon mal soweit fertig. So, dann können wir hier wieder einen Kommentar rumschlagen, den nennen wir dann einfach mal Event Interface und zwar 2D Camera Boom und zwar Rotation. So, das ist mein Event Interface 2D Camera Boom Rotation und dann sind wir an dieser Stelle eigentlich schon fertig. So, jetzt schaue ich nochmal zurück auf unseren BP Switch. Da haben wir die Geschichten ja auch schon übergeben. Wir fragen die ganzen Sachen ab und wechseln auf unseren Level. Sicherheitshalber immer mal ein Save All. Wie gesagt, kann nie schaden. Und jetzt suche ich mir einfach mal hier drüben so ein schönes freies Plätzchen. Ich denke, so hier hinten ist es ganz angenehm, das Ganze mal zu testen. Und dann gehen wir auf Content, wir gehen auf Blueprints und jetzt darauf achten, dass unser Default hier wieder selektiert ist, also blau aufleuchtet und dementsprechend, weil wir befinden uns ja hier auf der 500er Linie vom Y-Bereich und dementsprechend ziehen wir uns hier einfach mal so ein BP Switch 2D Boom hinein. So, der liegt jetzt hier drin, also mein Player kommt nicht aus, meine Piratin muss da durchlaufen, weil sie läuft ja wirklich definitiv ausschließlich hier auf der 500er und jetzt können wir hier unten zum Beispiel einfach mal sagen 135 Boom Rotation, also hier drüben rechts unter Details mit BP Switch 2D Boom selektiert, 135 und wir gehen einfach mal auf Save. So, und jetzt werden wir hier loslaufen, das bedeutet, hier können wir natürlich immer noch rein, das ist natürlich, hat sich nichts verändert an dieser Geschichte da. Und jetzt, wenn wir da hinten durchkommen, dann sehen wir, dass wir dann schon mal so eine Optik haben. Das hast du sicherlich schon mal in einigen Sidescrollern gesehen, das kann ganz witzig werden, wenn man dann so bergauf läuft und da rollen dann irgendwelche Fässer runter und man muss dann so springen oder eben nach links und rechts über Tasten ausweichen, da kann man natürlich noch einigen Spaß damit haben und auch einiges implementieren, wenn man mag. So, dann gehen wir nochmal auf unseren Switch 2D Boom und jetzt gebe ich einfach mal ein, zum Beispiel 45 Grad und save das Ganze wieder ab und dann nochmal auf Play und dann dementsprechend schauen wir mal, was jetzt passiert. So, jetzt laufen wir zum Beispiel so. Ist auch sehr interessant, weil wir die Gegner und die Hindernisse sehr, sehr spät realisieren. So, wie ich zum Beispiel. Gut, jetzt ist die Geschichte natürlich folgende. Wenn wir da wieder zurückkommen, dann müssen wir auch wieder zurückschalten. Deswegen, ich habe das ausgelagert, weil wenn wir das hier drin in diesen Switches noch machen, die sind alle mit der Abfrage verbunden, bin ich 3D, ja, nein und so weiter. Da wäre das zu viel variabel Schaschlik, würde ich mal sagen. Gut, oder Spaghetti-Code. Gut, und jetzt können wir das Ganze hier einfach mal kopieren. Das heißt, ich ziehe es raus und sage dann zum Beispiel beim Rückwärtsgang, ab hier ist es dann wieder defaultmäßig die üblichen 90. So, dann gehen wir hier auf Speichern und dann testen wir das Ganze gleich mal. Das heißt natürlich, wenn wir es verändern, dann müssen wir es natürlich auch zurücksetzen. Außer du willst explizit, dass das Ganze nachher dann so aussieht, wie du es umgeschalten hast. Das ist natürlich jetzt praktisch komplett dir überlassen. So, den einzigen Test, den wir jetzt noch machen müssen, ist, ob unsere 3D-Welt noch so funktioniert, nachdem wir hier schalten. Das heißt, wir legen hier mal einen rein zum Spaß. Ich schalte den hier einfach mal wieder auf 135, damit sich da was tut. Den werden wir anschließend dann auch löschen, weil sonst bringt ja mein Gameplay hier ein bisschen durcheinander. Und jetzt drehen wir uns mal so rein. Jetzt haben wir ein Press I to Interact und ja, sieht so aus, als würde sich das Ganze dann sauber drehen. Ich probiere es nochmal von vorne aus, weil ich habe jetzt einfach die Tasten nicht losgelassen. Jetzt drücke ich nur E. Genau, mit der 0,5 Sekunden Timeline drehen wir uns sauber rein. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, bleiben wir natürlich wieder bei diesen 135, ne? Weil wir haben ja da wieder keinen sogenannten Switch 2D Boom wieder integriert. So, damit kann man noch sehr, sehr viel Unfug treiben an der Stelle. Das heißt, von dem trenne ich mich jetzt wieder. Wir haben hier aktuell lediglich nur diese beiden drin. Das heißt, wir schalten einmal um auf 45 Grad und einmal zurück auf die 90.
So, dann haben wir wieder neues Spielzeug dazu bekommen und dann würde ich sagen, das war's für diesen Abschnitt. Ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.